So, jetzt waren wir ja gerade eben da drüben und jetzt sind wir hier. Und jetzt machen wir das lange Video. Da wird echt viel gelabert, also schon mal so als Vorwarnung. Und wenn es nach mir gehen würde, ich würde irgendwie mehrere kurze Videos machen, aber ich habe dich ja bei Instagram gefragt, ein langes Video oder mehrere kurze, und dann haben wir alle aber auf ein langes gemacht. Also hier kommt es lange, ich glaube, es wird richtig lang. Was wird denn in dem Video jetzt alles passieren? Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal einmal so ums Auto rum und ich erzähle da ein bisschen was. Ich kann auch erstmal ein bisschen was über das Auto an sich erzählen. Danach machen wir hier den Wohnraum, also den Aufbau, und den machen wir vorne, und dann am Schluss machen wir die ganze Technik und so. Ja, fangen wir an. Ja, wie kam es eigentlich zu dem Ganzen? Und zwar hat mich ein befreundeter Freund, ja, vor circa 2 Jahren hat mich ein Kumpel angehauen, dass er zu einem befreundeten Gebrauchtwagenhändler fährt, und der hat einen Krankenwagen rumstehen, und ob ich mir das nicht mal anschauen wollte, weil das ja voll gut geeignet für einen Ausbau ist. Mit dem Hintergedanken, wir ziehen die Folie ab, machen irgendwie innen ein bisschen Dekorfolie drauf, machen noch ein bisschen einen zweiten Akku rein und so und ein Bett, und dann nach einem Monat ist das Ding fertig und wir verkaufen das dann. Ja, und dann hat schon damit angefangen, dass die Folie gar nicht runterging und wir circa 3 Monate da rumgeschliffen und gespachtelt und alles haben, bis wir es dann lackieren konnten. Und dann haben wir halt gesagt, ja komm, wenn wir es jetzt schon lackiert haben, dann machen wir das auch noch und das auch noch und das auch noch, und irgendwann war klar, wir steigern uns da jetzt volles Produkt rein und machen einfach alles, was geht. Ja, und dann hat es jetzt knapp 2 Jahre gedauert. In der Zeit habe ich den komplett eigentlich so gebaut, wie er jetzt heute dasteht. Ich werde jetzt in dem Video die ganze Zeit zwischen ich und wir switchen. Das hat den Grund, dass ich damals das Projekt ja mit einem Kollegen, dem Tim, angefangen habe, und nachdem er dann lackiert und zusammengebaut war, haben wir uns beide dazu entschieden, dass ich das Projekt alleine fertig mache, weil der Tim wollte halt möglichst schnell fertig werden und ich hatte aber voll Bock, mich halt reinzuspinnen und mir richtig viel Zeit zu nehmen und halt auch die Details auszuarbeiten und so. Und deswegen sind wir beide auf den Nenner gekommen, dass es besser ist, ich mach's alleine. Weiter geht's. Ja, lass uns einfach mal so mit außen beginnen. Vorne, was ist passiert? Ich meine, allgemein, wir haben das ganze Auto auseinandergebaut, haben es lackiert. Die ganzen schwarzen Teile, wie zum Beispiel jetzt hier die Stoßstange und der Grill und so, der Spiegel, diese Gitter, das alles mit Raptor gerollt. Und die ganzen Aluteile, die da sind, die waren alles Silber. Die habe ich Schwarzpulver beschichten lassen, dass das halt alles stimmig ist. Den Schnorchel haben wir auch nachträglich hingebaut. Der ist allerdings mehr Schein als Sein, weil ja, das Auto hat halt nur Heckantrieb und leider kein Allrad. Und er ist theoretisch angeschlossen. Und theoretisch, wenn das Wasser bis hierhin steht, dann läuft der Motor noch, aber dann ist halt eh Feierabend, ne? Ja, hier ist der Anschluss für die Landstromsteckdose. Darunter die Befüllung für den Frischwassertank und die Serviceklappe von der Toilette. Warte mal. Guck mal, sogar mit Leder bezogen. Okay. Hier drüben die Leiter ist auch aus Aluminium selbst gebaut, also selbst geschweißt und dann pulverbeschichtet. Ich habe hier hinter so kleine transparente Schutzfolienstreifen gemacht, dass wenn du hochkletterst, dass du den Lack nicht verballerst mit deinen Schuhen. Ja, die 2 Fenster, das sind S4-Fenster von Dometic in der Blackline Edition, also quasi die glatte Scheibe und getönt. Felgen sind die Originalen, die habe ich einfach nur lackiert und neue Reifen drauf machen lassen. Und ja, die 2 Arbeitsstandwerfer oben waren schon drin, die haben wir auch einfach nur noch geraptert. Und ja, viel mehr gibt es auf der Seite, glaube ich, nicht zu sagen. Machen wir gleich weiter. Jo. Hier hinten haben wir die 2 großen Türen, die lassen sich um 270 Grad aufmachen. Schau mal.
Und die bleiben dann quasi auch in der Position stehen. Du hast hier zwei so Magnete. Und ja, oben sind noch zwei Arbeitsscheinwerfer, eine Rückfahrkamera, die auch bei Nacht funktioniert. Hier hinten gibt es einen Auszug, der ist auch verriegelt, heißt du musst diese blauen Hebel runterdrücken. Dann kannst du den rausziehen. Und hast hier auch das Brett, das kannst du verschieben. Und unten drunter habe ich das jetzt erstmal bewusst freigelassen, weil derjenige, der das Auto später mal besitzen wird, der kann sich dann einfach nach Lust und Laune hier die Zwischenbretter reinmachen, je nachdem, was er halt reintun will. Genau. Und schau mal, das sind auch Schwerlastregale, das heißt, wow, mich hält's aus, viel mehr würde ich jetzt auch nicht drauf tun. Ach so, und diese Schwerlastregale haben auch eine Verriegelung, heißt, du siehst, es ist gesichert und wenn du es reinfahren willst, drückst du einfach die Knöpfe runter und dann ist es wieder drin. Okay. Okay. Hier drüben ist der Außenschrank. Der öffnet automatisch mit so einer Gasdruckfeder. Und hier drin ist der Gasfach und hier drin ist der Gaskasten. Da ist ein Gastank drin und den kannst du theoretisch an jeder Autogastankstelle selber befüllen. Da schraubt man hier dann einfach den Adapter drauf und dann kann man es hier befüllen. Hat hier auch eine Anzeige, wie viel noch drin ist. Und genau. Ich habe das deswegen hier reingemacht, weil innen drin das Bett ist genau 1,90 und du hast noch genau den Platz dafür. Und hier kannst du dann quasi irgendwie Skier oder ein Snowboard, gut, ein Surfboard wird wahrscheinlich nicht reinpassen, halt aufrecht mit lagern. Und hier, wenn du mal reinfilmst, ist auch richtig viel Platz für, ja, für so sperriges Zeug, für einen Grill oder eine Kiste Bier oder Tischstühle, whatever. Schon mal hier sind auch nochmal zwei Steckdosen für außen. Und das haben wir auch mit Leder bezogen. Und schon mal sogar den Kabelkanal habe ich mit Leder bezogen. Alter. Ja, hier auch die Tür, da sind nochmal Leuchten mit drin, die gehen automatisch an. Wenn du die Tür aufmachst, da ist der Türschalter hier oben drin. Ja. Und wenn du dann quasi aufmachst, du siehst auch oben und unten, Achtung, geht dann automatisch das Licht an. Zusätzlich habe ich jetzt auch nochmal einen Schalter. Dann kannst du es nochmal, achso, es war ausgeschaltet, ups. Jetzt ist es an. Und oben theoretisch kannst du auch nochmal schalten. Schau mal hier oben, das ist eine kleine Kamera. Und wofür die ist, das siehst du dann gleich innen. Oh. Ja, würde ich sagen, lass uns gleich reingehen. Ich meine, außen gibt es jetzt auch nicht mehr so viel zu erzählen. Außer vielleicht die zwei Dinger, wer es nicht weiß, das ist vom Kühlschrank quasi die B- und F-Entlüftung, weil der läuft ja über Gas. Und dann kann quasi unten die frische Luft rein und oben die Abgase und die warme Luft wieder raus. Wenn wir hier die Tür öffnen, fährt unten automatisch die Trittstufe auf und auch wieder ein. Genau, und dann lass uns mal reinschauen und ich zeige dir, wie es drin aussieht. Ja, dann lass uns hier innen mit der Küche beginnen. Die ist auch aus Aluminium geschweißt zu einem Teil und dann anschließend wurde die Schwarzpulver beschichtet. Hier oben gibt es eine große Granitspüle, auch mit einer Abtropffläche. Heißt, du musst dein Geschirr nicht abtrocknen, kannst das einfach hier hinstellen und das kann dann quasi hier abfließen. Ich kann das auch mal zeigen, schau mal. Also hier kann theoretisch überall Tragor hin. Und das läuft dann ab. Hier ist ein Seifenspender gleich mit drin. Hierüber kannst du quasi, kennt man ja von zu Hause, hier zumachen, dass sich das Wasser sammelt. Jo, hier neben ist der Kocher drunter, wenn man das hochklappt.
Der Kocher hat eine elektronische Zündung, heißt du kannst da einfach drauf drücken und auch wenn du sie jetzt auspustest, warte mal, mach halt. Hast du gehört? Der schaltet dann automatisch ab quasi. Das heißt, wenn du vergisst irgendwie den Herd ganz zuzudrehen, dann kann es nicht passieren, dass der die ganze Zeit Gas quasi rausströmt. Der macht dann automatisch zu. Hier drüben ist eine Steckdose zum Ausziehen mit 2 USB-Ports. Stauraum haben wir auch reichlich. Hier in den Schubladen, das ist einmal Besteckschublade. Da gibt es gleich ein Schneidbrett mit bei, aus Bambus natürlich. Und hier nochmal ein tiefes Fach. Daneben ist direkt der Mülleimer mit 2 Eimern. Und ja, das hier ist zu, weil da ist einfach nur die Spüle drunter und das Siphon. Und ja, hier drunter ist die ganze Elektronik und auch der Akku, aber das würde ich später machen. Ja, genau, hier oben gibt es einen Hängeschrank, das ist auch wieder aus einem Teil Aluminium mit einem Gasdruckdämpfer und einem Licht, was automatisch angeht, wenn man die Klappe öffnet. Da kannst du so Töpfe, Teller und so ein Kram reinstellen. Hier unten drunter ist ein Magnetleister, da kannst du dann irgendwie Messer und so oder magnetische Gegenstände hinhängen. Warte mal, das muss doch eigentlich gehen. Ist der aus Alu oder was? Hast du kurz was Magnetisches? Toll. So, guck mal, wenn du hier was am Kochen bist und willst dann noch irgendwas schnibbeln und hast keine Arbeitsfläche, dann kannst du die hier erweitern, indem du das einfach hochklappst. Und ja, dann kannst du hier die Rede schneiden, kannst das direkt in die Pfanne reintun. Ja, bei der Schiebetür haben wir hier nochmal ein kleines Schiebefenster für frische Luft und hier oben nochmal eine zusätzliche Beleuchtung. Schau mal, hier ist der Kühlschrank. Der hat oben drüber auch noch ein Gefrierfach. Kannst du sogar ein bisschen Wasser reintun und hast du Eiswürfel. Und oben drüber ist ein Backofen. Und das Besondere an dem Kühlschrank ist die Technik, die dahinter steckt. Weil der läuft über 230 Volt, über 12 Volt oder über Gas. Und der sucht sich immer die günstigste Energiequelle automatisch raus und nutzt sie dann auch oder aktiviert die auch ganz automatisch. Heißt, wenn ich fahre und die Lichtmaschine generiert Strom, dann merkt es der Kühlschrank und schaltet automatisch auf 12 Volt um. Wenn du Landstrom anschließt, merkt es der Kühlschrank auch automatisch und geht automatisch über die Netzvorrangschaltung über den Landstrom. Okay? Und wenn du weder 12 Volt von der Lichtmaschine hast noch 230 Volt, dann zündet der automatisch über Gas. Und jetzt das Coolste, wenn du genügend Energie über Solar reinkommst und der Akku voll ist, kommuniziert der Laderegler mit dem Kühlschrank und dann läuft er automatisch über Solar. Hier über dem Backofen ist nochmal mehr Stauraum, auch wieder mit einem automatischen Licht und innen komplett mit einem Kfz-Filz verkleidet und auch eine Gasdruckfeder, dass er quasi so automatisch aufgeht und nach oben hält. Ja, dann kommen wir eigentlich schon direkt zum Wohnzimmer. Ja, hier kannst du entspannt mit bis zu 4 Leuten sitzen. Und worauf ich stolz bin, ist der Tisch, weil du hast halt absolute Beinfreiheit. Du kannst dich hier entspannt, kannst du rein und raus gehen, ohne dass du halt irgendwie mit deinen Beinen hängen bleibst. Und zusätzlich ist dieser Tisch stufenlos verstellbar, heißt, wie du ihn gerade brauchst, kannst du ihn zum Beispiel hinziehen, wenn du arbeitest, okay? Kannst du hier arbeiten, kannst dann auch direkt deinen Laptop mit einem HDMI-Kabel hier rüber mit dem Fernseher verbinden, ne? Oder guck mal, kannst du ihn auch wegtun,
Wenn du hier ein bisschen mehr Platz brauchst oder auch zum Rausgehen, ne, hast du hier schön viel Platz. Kannst den auch, wenn du ihn quer haben willst, kannst du das so ein bisschen herziehen und hast ihn dann so. Und wenn du ihn in der Mitte haben willst und fest haben willst, weil jetzt ist er gerade flexibel, hast du hier unten so 2 Kniespannhebel. Dann kannst du den festklemmen und dann ist er für die Fahrt, wenn du eine Vollbremsung machst, auf jeden Fall gesichert und auch so ja, relativ fest. Ich habe dann hier tatsächlich nochmal so ein Holz mit beiliegen, falls du den richtig fest brauchst, kannst du das noch hier unten mit reinklemmen. Zack, und dann ist er halt wirklich saufest. Ja, hier drüben ist ein Smart TV und wenn du den einschaltest, geht er immer als erstes in den Fenstermodus. Der Fernseher ist mit der Kamera, die du gerade eben außen schon gesehen hast, verbunden und du kannst halt sehen, wenn jemand draußen ist, aber er kann dich nicht sehen. Genau. Und dann hast du halt noch YouTube, Netflix und Apple TV, halt alles, was so ein Smart TV hat. Die Löcher unten drunter sind dafür, dass der Ton rauskommt, weil der hat die Lautsprecher hinten. Und auch wenn du vom Outdoor-Schrank die Tür zuknallst, erzeugst du ja quasi einen gewissen Druck und der muss ja auch entweichen und der geht dann auch über diese Löcher raus. Ja, noch mehr Stauraum gibt es hier hinten. Ne? Einmal unter der Sitzbank. Genau, ist auch wieder automatisch beleuchtet und hinten ist auch ein Safe drin, der ist fest mit dem Rahmen verschraubt. Dann gibt es hier noch Stauraum im Boden drin, auch wieder automatisches Licht. Und was mein Favorite Feature ist, wenn du das richtig zuhaust, könnte man ja meinen, das gibt dann mega Knall, aber dadurch, dass die Luft sich innen sammelt, hat es so einen natürlichen Soft-Close-Effekt. Schau mal. Weil ich manchmal so fest ich kann. Oh, das ist einfach geil. Okay, noch mehr Stauraum gibt es quasi hinten. Das habe ich mit Absicht freigelassen, weil ich habe bei mir im Bus gemerkt, das ist einfach mega praktisch, wenn du manche Flächen hast, die noch nicht irgendwie eine feste Verwendung haben, sondern die einfach noch offen sind. Vor allem, wenn die Türen geöffnet sind, kannst du das einfach von hinten und von innen, kannst du drauf zugreifen, kannst was durchgeben. Ist richtig praktisch. Okay, hinten kann man auch noch zu einer Couch umbauen. Ich zeige dir jetzt mal, wie das geht. Und zwar musst du den Tisch hinten lösen. Er ist jetzt schon gelöst. Und dann kannst du hier ausstecken. Das rollt sich dann automatisch auf. Dann nimmst du den Tisch erstmal auf Seite. Das ist auch eh voll praktisch für den Fall, dass du mal was transportieren müsstest. Hättest du jetzt voll viel Platz, weil den Tisch kannst du einfach jederzeit rausnehmen. Hier sind nochmal 2 so Vierkantrohre, die kannst du einfach hier so reintun. Und dann hast du noch so ein Brett. Das kommt auch hier mit rein. Dann der Tisch. Ja, hier unten hast du dann eine Couch oder auch ein zweites Bett. Das erste Bett ist oben drüber und das kannst du elektrisch runterfahren. Okay, also du hast jetzt hier unten drunter auf jeden Fall genügend Platz, um zu schlafen. Und oben auch. Aber meistens bist du ja eh halt allein oder mit deinem Partner schläfst im gleichen Bett, dann kannst du auf jeden Fall ganz runterfahren. Das kannst du gerne mal machen, Olli. Alter. Weil mir war es nämlich sehr wichtig, dass du aufrecht im Bett sitzen kannst und ja, das kannst du.
Du hast hier oben ein großes Dachfenster. Das ist ein Prototypenfenster von dem Herrn Seitz, höchstpersönlich. Das ist der Dude, der diese ganzen Wohnmobilfenster erfunden hat, und der hat dann quasi das Patent an Dometic verkauft. Aber ja, ist ja egal. Das Fenster gibt es nur einmal und ist eigentlich super durchdacht, und schade, dass es nie in Serie produziert wurde. Du kannst das aufschieben und oben drüber hast du eine Klappe. Shit, ey, ich habe aus Versehen. Normalerweise nimmst du die Klappe und legst sie ab, und jetzt habe ich das nicht gemacht. Du hast hier oben ein Verdunklungsrollo und auch ein Fliegengitter, genauso wie hier hinten. Das war auch ziemlich speziell, weil normalerweise hast du ja diesen Rollorahmen am Fenster mit dabei, den du halt einfach nur von innen drauf schraubst, aber das hätte hier nicht funktioniert, weil sonst könnte das Bett nicht mehr hochfahren, weil das halt relativ nah an der Wand ist. Ich habe das Fenster dann eigentlich komplett zerschnitten und habe den Rollo, also ich habe das Verdunklungsrollo und das Fliegengitter dann in das Fenster mit reingebastelt. Das funktioniert jetzt eigentlich ganz gut. Du kannst es dann einfach hier einhängen oder, wenn das Fenster offen ist und du willst nicht, dass Fliegen reinkommen, unten einhängen. Genau. Wenn du dann noch mehr Luft willst, sage ich mal, kannst du hier hinten die Tür aufmachen vom Bett aus. Und auch die hier. Genau, und dann ist halt richtig nice, weil du bist dann quasi im Freien. Und das war halt damals auch so der Gedanke, warum ich gesagt habe, boah, Krankenwagen ist mega ideal, weil du kannst hinten einfach die komplette Wand aufmachen, und wenn du dann früh hier im Bett liegst, dann liegst du quasi im Freien und hast richtig viel Tageslicht und frische Luft. Ja, schau mal hier oben über dem Fernseher. Das ist auch nochmal eine Ablage. Und hier auch nochmal eine Lademöglichkeit fürs Handy. Ich habe das bewusst hier hinten gemacht, damit du das Handy quasi, wenn du schläfst, nicht direkt in der Kopfnähe hast, sondern es ist ein bisschen weg vom Körper, weil Strahlung ist nicht gut. Hier oben das Licht kannst du dimmen, stufenlos. Okay. Ich habe eine 4 Kilowatt Dieselstandheizung von Autotherm verbaut. Die hat insgesamt 3 Auslässe, einer davon ist hier. Heißt, wenn du schläfst, hast du die warme Luft quasi in Kopfnähe, und wenn das Bett oben ist, hast du den Auslass quasi Richtung Wohnzimmer. Ja, das Bett war auf jeden Fall auch so ein Knackpunkt, weil ich wollte auf jeden Fall, dass es elektronisch hoch und runter fährt, und da hatte ich das Problem, dass ich ewig lang nicht den passenden Motor gefunden habe. Habe dann allerdings von einem amerikanischen Wohnmobilhersteller, die haben diese Slide-Outs, wo sich das Wohnmobil in der Breite verbreitern kann, und dafür haben die eben diese Power Gear Motoren, und die laufen über 12 Volt und haben genügend Leistung. Und ja genau, im Endeffekt ist das wie bei meinem anderen Hubbett auch, falls du es gesehen hast, einfach nur eine Welle mit 3 Stehlagern gelagert und einem Kletterseil, was sich quasi aufwickelt auf der Welle, und somit zieht sich das Bett selber hoch. Und hier der Knackpunkt war es, dass ich das geführt haben wollte, also quasi fest in einer Position. Da habe ich hier hinten 2 Linearführungen. Habe auch am Anfang geplant, dass ich eigentlich 4 Stück mache, aber als ich die 2 hingebaut habe, habe ich schon gemerkt, das ist so stabil, ich brauche auf keinen Fall 4. Und der weitere Knackpunkt war natürlich die Leitungsverlegung, weil der Motor und die Lichter brauchen ja Strom, aber es ist ein bewegliches Teil. Ich habe das dann hier mit dieser Energiekette gelöst, das ist auch aus dem Industriebereich. Da laufen die Leitungen durch, haben da genügend Platz. Ja, hier neben dem Bett ist nochmal Platz für Kleider. Einmal hier in dem Schrank. Ist hier zum Hängen für Hemden und so ein Kram, und nochmal 1, 2, 3 Flächen für, ja, halt für Kleidung. Und da ist auch wieder, sind so eingelassene Lampen mit drin, die automatisch leuchten, wenn die Tür aufgeht. Okay.
Hier bei der Ablage sind nochmal Lichter. Einmal für hier hinten die indirekte Wandbeleuchtung und 2 verstellbare Spotlights. Hier drückst du drauf, dann hast du nochmal 2 große Schubladen. Da habe ich auch das Maximale, was an Fläche gegen ausgenutzt. Du siehst ja, hier hinten ist so eine kleine Ecke drin. Da verläuft nämlich der Schlauch von der Standheizung. Kannst du mal reinfilmen. Das würde sich auch noch als ziemlich gutes Schmugglerfach anbieten. Hier unten, aber jetzt weiß es ja jeder. Ganz schön blöd. Hier unten drunter ist auch nochmal ein Standheizungsauslass. Ganz kurz, das ist eine 4 Kilowatt Autotherm-Standheizung. Die macht ziemlich viel warme Luft, aber für den Sommer auch Umluft. Heißt, du kannst den Ventilationsmodus schalten und dann kommt da halt einfach ein bisschen Luft raus. Dann hier drüben haben wir die Nasszelle. Vielleicht ganz kurz zur Tür. Hier haben wir so einen Bereich, da kannst du einfach irgendwas hinheften mit Stecknadeln. Hier dachte ich mir, dass man irgendwas dahinter einfach klemmen kann mit den Spanngurten halt. Hier oben kannst du irgendwie, weiß ich nicht, Schlüssel, Handy, Geldbeutel reinlegen. Ich wollte einfach ein bisschen Platz noch mitnehmen. So, hier ist das Bad. Wir haben eine Dusche mit warmem Wasser, eine chemiefreie Kassettentoilette, die mit diesem Sog-Aktivkohlefilter quasi Gerüche und so alles rauszieht. Das funktioniert auch, finde ich, sehr gut. Und ja, es gibt ein kleines Spülbecken zum Zähneputzen und so. Ne? Hier auch wieder ein Fenster mit Verdunkelungsrollo und Fliegengitter. Schau mal, hier oben haben wir einen Abluftventilator oder auch Zuluftventilator. Den kannst du sowohl von innen als auch von außen steuern. Hier ist auch ein weiterer Standheizungsauslass. Die Idee dahinter ist, du kannst hier irgendwas reinhängen, was nass ist, und das kann auf den Boden abtropfen. Du hast hier die warme Luft, die reinkommt, und oben den Ventilator, der die feuchte Luft absaugt oder auch Luft reinblasen kann, um hier quasi das Ganze zu trocknen. Einen Seifenspender gibt's. Die Wände sind auch alle mit dem Slate Light Echtschiefer verkleidet. Ja, was auch noch sehr interessant ist, ist hinten der Warmwasserboiler. Und zwar ist der aus dem Marinebereich. Der ist hier mit diesen beiden Leitungen mit den Kühlflüssigkeitsschläuchen vom Motor verbunden. Und das System dahinter, du hast immer warmes Wasser. Angenommen, du fährst irgendwo hin, länger als 5 Minuten, dann reicht es schon aus, damit hier das Wasser in dem isolierten Boiler heiß ist. Heißt, du fährst, Szenario 1, du fährst irgendwo hin, kommst an und hast dann schon mindestens 24 Stunden heißes Wasser, allein dadurch, dass du gefahren bist. Szenario 2, du stehst und hast kaltes Wasser, dann kannst du die Standheizung für den Motor vorne anmachen. Dadurch wird der Motor warm und dadurch wird auch der Boiler warm und erhitzt wieder das Wasser. Szenario 3, du hast Landstrom, dann kannst du die Heizspirale 230 Volt anmachen, dann wird das Wasser über die 230 Volt erhitzt. Oder Szenario 4, dein Akku ist voll und du hast wahnsinnig viel Solarenergie, dann kannst du das auch über den Wechselrichter über die 230 Volt auch erhitzen lassen. Heißt, du hast in jedem Szenario immer genügend warmes Wasser. Hier unten drunter ist die Elektronik. Das ganze System wird durch eine 200 Ampere-Stunden Lithium-Akku versorgt. Dann zusätzlich ist hier nochmal so ein Knochen, da kannst du quasi alles ausschalten, falls das Fahrzeug länger mal steht. Wir haben 3 Sicherungskästen für die ganze Beleuchtung und die ganzen elektronischen Verbraucher. Den Solar-Laderegler, der wie gesagt auch mit dem Kühlschrank kommuniziert, dass wenn genügend Solar zur Verfügung steht, dass der Kühlschrank über Solar läuft. Wir haben hier einen Messstand, das ist für diesen Batteriecomputer, das siehst du quasi. Bei dem siehst du, wie viel Prozent Akku hast du noch, wie viel Amperestunden ziehen gerade oder halt auch in Watt. Quasi, der gibt dir alle Informationen. Du kannst auch dein Handy mit dem verbinden und dann hast du alle Informationen auch auf dem Handy.
Soll ich dir einfach mal hier so alles erklären? Ja? Okay. Fangen wir hier oben an, das ist Agua Chao, das ist für den Abwassertank ein Kugelkopf, der über eine Servo gesteuert wird, heißt du machst auf und das Abwasser fließt raus. Das zeige ich dir aber eh gleich nochmal, wenn wir zur Abwasserstation fahren. Dann hier Heater ist die Standheizung für vorne, das ist eine Webasto Warmwasserheizung, die quasi den Motor erhitzt und wenn der Motor erhitzt ist, wird auch das Warmwasser hinten erhitzt. Boiler 230 Volt bedeutet die Heizspirale von einem Wasserboiler, wenn du 230 Volt hast, entweder hier über den Wechselrichter, ne? Oder halt wenn du Landstrom hast. Das ist das neue Bedienteil von Autotherm, das Comfort Control, da kannst du die Standheizung mit ansteuern, du kannst auch Zeitschaltuhr einstellen und sagen, okay, morgen von 8 bis 9 Uhr soll die für eine Stunde mit Vollgas laufen. Und hast da ganz viele verschiedene Einstellmöglichkeiten. Hier rein und raus, das ist für den Ventilator im Bad. Da kannst du entweder halt die Luft reinpusten oder raussaugen. Tankheater hat folgenden Hintergrund. Der Frischwassertank ist mit einer Carbonheizmatte, die über 12 Volt läuft, bestückt und dann komplett isoliert. Für den Fall, dass du im Winter hier drin, also das Auto ist ja eh dafür gebaut, dass du immer drin wohnen kannst. Und im Winter, wenn es Minusgrade hat, kannst du hier die Temperaturgauge anmachen. Dann siehst du hier, wie die Temperatur gerade ist. Das rote ist die Temperatur vom Frischwassertank, das ist auch das Interessante, und die Temperatur vom Abwassertank. Wenn du jetzt siehst, okay, die Temperatur vom Frischwassertank geht so gegen 0 Grad, dann machst du den Tankheater an, weiß nicht, für eine halbe, dreiviertel Stunde, dann wird das erwärmt und kann quasi nicht einfrieren. Und dadurch, dass es isoliert ist und das Auto ja eh immer ein bisschen in Bewegung ist, wird das dann hoffentlich nie einfrieren. Das konnte ich aber leider nicht testen, weil kein Winter mehr ist. Genau, hierüber kannst du auch die Beleuchtung für die beiden Füllstandsanzeigen anmachen. Das ist einmal für den Frischwassertank mit 150 Litern und für den Abwassertank mit 50 Litern. Die sind jetzt beide leer, die muss man auch gleich mal vorne auffüllen, dann kann ich dir das mal zeigen. Genau, hier siehst du, wie viel Strom kommt gerade rein. Schau mal, wir haben gerade richtig bewölkten Himmel und es kommt trotzdem fast 5 Ampere durch das Solar rein. Das siehst du dann auch, wie viel hast du insgesamt, du siehst es nochmal in Watt und die Spannung und lauter so Informationen. Mal dazu. Hier den Wechselrichter kannst du über diese Fernbedienung steuern. Das ist ein 2000 Watt Wechselrichter mit einer reinen Sinuswelle, einem integrierten Ladegerät und einer Netzvorrangschaltung. Heißt, wenn du außen Landstrom einsteckst, wird dein Akku gespart und die ganzen Verbraucher gehen alle über den Landstrom. Okay. Hier gute Morgen, gute Nacht, kannst du wie gesagt das Bett steuern, hoch, runter oder halt runter, hoch. Hier Arbeitsscheinwerfer hinten, rechts, links, kannst du die ganzen Außenlichter steuern, sowohl von hinten als auch von vorne. Hier kannst du auch noch die LED-Bar vorne steuern und das ist das Licht im Bad. Schau. Okay, hiermit und diese drei, mit dem und den dreien kannst du das Licht steuern. Und zwar einmal Main, das ist das hier oben. Hinten, das ist die indirekte Beleuchtung hinten. Magst du mal kurz drehen? Und einmal die Beleuchtung für den Tisch oben am Bett. Genau, einmal kannst du natürlich die Helligkeit stufenlos dimmen. Und dann, was auch noch ein richtig nices Feature ist, du kannst die Farbtemperatur dimmen. Heißt von ganz warm auf ganz kalt, wie du es gerade brauchst. Jetzt gehen wir nochmal hoch auf die Dachterrasse. Wobei, die können wir eigentlich über eine Drohnenaufnahme auch machen. Ne? Komm, die machen wir über eine Drohnenaufnahme. Oben ist eine große Dachterrasse mit vorne 400 Watt Solar. Okay, es sind 390 Watt. Ja, fehlt eigentlich nur noch vorne das Fahrerhaus. Da gibt es auch ein paar Sachen zu zeigen. Ja, hier vorne hat sich auch einiges getan. Zum einen habe ich den Einzelsitz gegen eine Doppelsitzbank ausgetauscht. Heißt, jetzt können 3 Leute mitfahren. Hier drunter ist, wenn man zu zweit ist, auch nochmal ein Getränkehalter und eine Lehne
Zusätzlich gibt es hier noch mal eine Armlehne, da kannst du dann richtig entspannt lange Strecken fahren. Gerade in Verbindung mit einem Automatikgetriebe und dem Tempomat, den ich nachgerüstet habe, ist es, glaube ich, richtig nice, lange Strecken zu fahren. Ich habe hier einen großen Radio noch nachgerüstet. Der zeigt dir auch nochmal die Geschwindigkeit an. Kannst Musik hören. Apropos Musik, hier hinterm Sitz ist auch nochmal ein großer Subwoofer. Hinterm Sitz ist auch nochmal ein großer Subwoofer verbaut. Das heißt, Klangqualität ist auf jeden Fall auch sehr gut. Das wird viel mit Alcantara überzogen. Hier die A-Säulenverkleidung. Oben mit Filz, das auch Alcantara, das Alcantara, lauter Kleinigkeiten. Du hast hier nochmal 2 USB-Ports, wo du direkt mit dem Radio verbinden kannst. Hast eine Klimaanlage mit dabei. Das Lenkrad wurde komplett überarbeitet, das ist jetzt ein bisschen dicker und abgeflacht. Mit so Daumenauflagen, Alcantara und perforierten Nappa-Leder und auch noch die Naht in der Wagenfarbe. Schau mal, oben ist auch noch voll viel Platz, da kannst du dann theoretisch noch irgendwie Netze oder so reinmachen, je nachdem, wie du es haben möchtest. Und wenn du die Tür aufmachst nachts oder auch hier drehst, hast du voll das gute Licht. Und das Licht geht genau an dieser Kante vorbei und geht ungefähr genau bis hierhin. Heißt, wenn du nachts fährst und dein Partner sucht gerade irgendwas, du kannst fahren, ohne dass du geblendet wirst und trotzdem ist alles richtig gut ausgeleuchtet. Ja, hier oben ist diese Schaltereinheit, die ist auch komplett self-made, die ist auch komplett selbst gebaut. Da kannst du den Nebelscheinwerfer steuern, die LED-Bar, die Arbeitsscheinwerfer hinten rechts und links, die Angel Eyes. Hier Pumpe habe ich ursprünglich mal was angedacht, das ist jetzt aber noch frei. Heißt, damit steuerst du ein Relais an und das kannst du auf irgendwas nachrüsten. Und kannst es dann von hier oder von hinten aus steuern. Und das Agua Ciao ist wieder das Abwasserventil für den Abwassertank. Also hier vorne ist auch nochmal richtig viel Stauraum. Wenn man die Sitzbank hochklappt, kannst du, ja, weiß nicht, kannst du voll viel noch reintun. Und schon mal, was ich hier vorbereitet habe, das ist für den neuen Besitzer. Da ist alles drin, alle Rechnungen von allen Teilen, die ich verbaut habe, der TÜV-Bericht. Ich habe jetzt gestern TÜV gemacht, also halt Hauptuntersuchung, Abgasuntersuchung, Wohnmobilzulassung, Gasprüfung, hat er alles auf Anhieb problemlos bestanden. Und jetzt auch was richtig Geiles und ich würde auch behaupten, das könnte vielleicht das einzige Wohnmobil über 3,5 Tonnen sein in Deutschland, was eine offene Geschwindigkeit hat. Weil der Krankenwagen an sich hat eine Sonderzulassung, der darf so schnell fahren, wie er kann. Und jetzt ist er ein Wohnmobil, jetzt dürfte das eigentlich nicht mehr, aber die haben vergessen, das in den Papieren umzuändern. Heißt, der ist ganz legal offen, obwohl es ein Wohnmobil über 3,5 Tonnen ist. Genial. Und hier sind halt noch alle Rechnungen, alle Bedienungsanleitungen zu den ganzen Teilen. Schau mal, hier habe ich einen Schaltplan gezeichnet und eine Sicherungsbelegung für die ganzen Verbraucher. Ist quasi alles drin, um sich weiterzuhelfen. Genau, schau mal, hier hinten ist auch der FI bzw. Leistungsschutzschalter und hier ist auch der Wechselrichter. Heißt, der Wechselrichter, der bläst ja auch ein bisschen, der hat einen Ventilator, wenn er eine starke Last erfährt. Und das ist halt praktisch, weil wenn du hinten bist, hörst du den nicht, weil er hier vorne drin ist. Okay, wenn du mal rumkommst, Olli, ich will dir hier nochmal 2 Sachen zeigen. So, schau mal hier. Hast du auch noch mal eine Anzeige, wie viel Spannung du bei deiner Startbatterie hast. Das sind gerade 12 und bei der Bordbatterie 13 Volt. Für den Fall, dass deine Starterbatterie leer ist und du möchtest wegfahren, dann kannst du hier manuell das Trennrelais überbrücken und könntest dann theoretisch mit der Verbraucherbatterie des Fahrzeugs starten. Hier kannst du auch noch mal die Standheizung für vorne einschalten. Ja, schon mal hier unterm Fahrersitz. Schon mal hier rein. Da sind auch noch mal die ganzen Relais für die Außenlichter. Das ist alles einzeln abgesichert. Und ja, wenn du hier hinter schaust, die Wand ist auch komplett mit einem Kfz-Filz bezogen und hier nochmal so Leisten mit Alcantara und Edelstahl-Rosettenschrauben. Ja, ey, krass.
Das Krankenwagenprojekt ist abgeschlossen. Das waren jetzt fast 2 Jahre voller... Alter, das hat mir so viel Power genommen, so viel Gehirnschmalz, und ich bin jetzt einfach froh, dass er fertig ist. Und ja, ich habe das Ganze gemacht, weil ich einfach Bock hatte, Sachen auszuprobieren, wie zum Beispiel das Hubbett, das habe ich noch nie elektronisch gemacht. Eine Nasszelle habe ich auch noch nie gemacht, Warmwasser habe ich auch noch nie gemacht. Und ja, das habe ich jetzt hier alles gemacht. Ich habe viel gelernt. Ich habe viel dreifach, vierfach gemacht, weil ich wirklich halt wollte, dass es perfekt ist, soweit es halt mit meinen Mitteln ging. Und ja, jetzt ist das Projekt abgeschlossen. Ich kann mit dem Krankenwagen quasi nichts anfangen, weil ich A, keinen LKW-Führerschein habe. Den braucht man, um das Auto zu fahren, also zumindest den kleinen. Der hat nämlich, ist ein 4,5 Tonner. Zudem haben wir den Kutter, mit dem wir jetzt nach Spanien fahren. Und deswegen, ich bin auf der Suche nach jemandem, für den das genau das Richtige wäre. Am besten jemand, der irgendwie von unterwegs aus arbeiten kann, der hier drin Vollzeit leben kann und das Auto komplett ausnutzt, der alles mitnimmt. Und ja, ich würde den gerne in die richtigen Hände verkaufen. Was ich dafür haben will, Alter, keine Ahnung. Weil, guck mal, auf der einen Seite ist das ein 10 Jahre altes Auto oder 11 Jahre altes Auto mit über 215.000 Kilometer auf dem Tacho. Auf der anderen Seite ist halt irgendwie technisch alles neu. Der Motor ist erst 60.000 Kilometer alt und innen der Ausbau ist auch komplett neu. Also was ist der Preis? Es ist halt echt schwierig zu sagen. Ich meine, du kannst es gerne mal in die Kommentare schreiben, wie du das so einschätzt, was das Fahrzeug wert wäre. Und ja, ich warte jetzt einfach mal ab auf Angebote. So, wenn du Bock hast auf das Auto, schreib mich gerne an unter der E-Mail-Adresse. Und dann komm vorbei, schau dir das Auto an. Und ja, dann wird sich hoffentlich bald ein geeigneter Käufer finden lassen. Die ganzen Informationen sind auch nochmal auf der Website. Die ist ab jetzt auch online. Kannst du auch gerne nochmal vorbeischauen. Und ja, ich glaube, die Zukunft wird eh voll krass, weil wir hauen jetzt nach Spanien ab, haben einen riesen Plan, da will ich aber noch nicht so viel spoilern. Wichtig ist nur, ich brauche zumindest die Kohle, die ich reingesteckt habe, brauche ich wieder zurück. Das sind nämlich knapp 40.000 Euro. Ja, vielen Dank fürs Videoschauen. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht. Für mich war es echt stressig, gerade jetzt auch noch die letzten Minuten. Aber jetzt ist alles fertig, wir sind happy, wir fahren jetzt nach Spanien. Ciao.